Was war denn deine erste Produktion, die du mit dem Nikolaus Harnoncourt gemacht hast? Also die erste Produktion war Così fan tutte. Das war in Amsterdam. Dazu muss man vielleicht sagen, inszeniert hat das der Jürgen Flimm und Marianne Glittenberg hat die Kostüme gemacht. Das Besondere an der Produktion in Amsterdam war, dass das Concertgebouw-Orchester gespielt hat. Das Haus ist ja so konstruiert, dass nicht immer, also Concertgebouw spielt nur, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, die haben damals pro Jahr eine Oper gespielt, also von Anfang an eine ganz besondere Situation. Und Harnoncourt hatte auch relativ zeitnah zum Beginn unserer Produktion in Wien Così fan tutte gemacht schon. Und das war mit dem Regisseur Johannes Schaaf. Und ich glaube, dass er darüber nicht so glücklich war. Das ganze erste Treffen oder überhaupt, als die Anfrage kam, das Projekt zu machen, war für mich eigentlich ziemlich aufregend, weil Harnoncourt eine so bedeutende Persönlichkeit war. Und auf einmal war das gerade auch im Bereich Mozart, war das auf einmal eine Konfrontation oder eine Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten, in einem bestimmten Maße natürlich, weil er ja nur dirigiert hat. Und ich war wahnsinnig gespannt, wie das überhaupt geht. Und das Tolle war, dass er hier in Hamburg zu der Zeit eine Produktion an der Staatsoper machte, Fidelio. Das heißt, er war in Hamburg und es war relativ einfach, dass er in das Atelier von mir im Thalia Theater, wo Jürgen Flimm ja Intendant war zu der Zeit, kam und zusammen mit Alice das Modell angesehen hat. Was ich erstmal ganz toll finde, das ist nicht normal, muss man sagen. Also es gibt ja bei Dirigenten, grob gesagt, zwei Kategorien. Einmal gibt es die Dirigenten, die sich eigentlich überhaupt nicht für das Theater interessieren. Die kommen, machen ihren Job, sind auch nicht bei den Proben dabei, machen den musikalischen Teil. Und wenn es nicht irgendwas ist, was sie ganz besonders stört, läuft das eigentlich so. Das klassische Problem ist bei solchen Sachen, dass man sagt, dass der Dirigent sagt, ach, die Sänger sind immer zu weit hinten, selbst wenn sie vor dem Souffleurkasten stehen. Das ist irgendwie so ich weiß nicht was. Also, und insofern war das schon mal eine tolle Sache, dass er zusammen mit Alice Harnoncourt kam und ich in Ruhe das Modell ihm zeigen kann, was immer noch schöner ist, als nur Fotos zu zeigen. Und dabei stellte sich etwas ein. Erstens, was ich nicht genau wusste zu der Zeit, wie wahnsinnig er sich mit der Akustik in den Theatern richtig geplagt hat. Das war für ihn ein großes, schwieriges Thema, offensichtlich natürlich auch in Amsterdam. Man muss dazu sagen, die Bühne in Amsterdam ist eigentlich riesengroß und im Grunde viel zu groß für eine Mozart-Oper, speziell Così fan tutte. Weil, also wenn ich das recht erinnere, war das Portal fast 16 Meter breit. Und wie findet man überhaupt einen Raum oder einen Trick im Grunde genommen, um das Stück richtig zu fokussieren, sowohl was das Spiel anbelangt, als auch natürlich was die Akustik anbelangt. Nun bin ich absolut kein Akustiker, also ich habe da keine Ahnung, außer dass ich wusste, dass es am besten ist, wenn der Raum ein Plafond hat, das heißt ein geschlossener Raum ist und wenn es geht, irgendwie viel Holz. Nun war dieser Raum noch ein Raum, wo 2/3 des Raumes quasi unter Wasser standen und da drin war eine Insel, auf der also mehr oder weniger das Stück spielte. Und es war sehr schwierig, sich etwas auszudenken, wie man quasi die Vorbühne auch mit einbeziehen konnte, weil in Amsterdam gibt es theoretisch ein gutes System. Das heißt, sie haben ein Bühnenbild wird aufgebaut auf einem Wagensystem und auf die Bühne gerollt. Das heißt aber, ich komme mit dem ganzen Bühnenbild nicht vor das Portal. Und wie immer sind die Architekten, ja, oder die neuen Architekten haben überhaupt gar keine Ahnung, wie man ein Theater baut. Nämlich, dass man achten muss, dass ein Portal möglichst nah am Orchester ist, so nah es irgend geht, weil das ist quasi der Bereich, wo am meisten gespielt wird. Und wenn dann da luftleerer Raum ist, ist es eher schwierig. Das war auch nicht so ganz einfach in Amsterdam. Das war aber ganz geschickt gelöst, fand ich. Und stellte sich etwas noch ein, was wirklich ein Glückszufall war.
Der Raum von mir hatte, wenn man so will, eine fast romantische Anmutung, auch durch die Farbigkeit. Das war im Prinzip ein blauer Raum mit sehr viel Malerei und da war das Erstaunliche, dass Harnoncourt sich ganz besonders bei Cousy oder vielleicht auch bei Mozart allgemein dafür interessierte, dass er quasi Mozart als einen frühen Romantiker sah. Und das war etwas, was ich nicht wusste, logischerweise. Da haben wir ja auch nie drüber gesprochen, sondern das hatte sich ergeben. Also das gehört wirklich zu einem Glücksfall. Und wie sich dann herausstellte, als das Bühnenbild dann auf der Bühne gebaut war, dass die Akustik außerordentlich günstig war. Also Harnoncourt war richtig begeistert von der Sache. Es führte auch zu der kleinen Pointe, dass irgendwann Vorsingen war und die Operndirektorin damals, die Pamela Rosenberg, gesagt hat, nicht in dem Bühnenbild, da klingen alle gut. Also es war vielleicht der berühmte Badezimmereffekt durch das Wasser oder die Wände, wie auch immer es war. Was das anbelangt, muss man sagen, ein außerordentlich toller Einstieg in die ganze Sache. Und da war auch das Besondere, was bei allen anderen Produktionen später auch der Fall war, nämlich die Anwesenheit von Harnoncourt bei allen Proben, was unendlich hilfreich ist, gerade bei einer Oper, die natürlich wahnsinnig viele Rezitative hat. Das heißt, auch die Gestaltung der Rezitative im musikalisch-szenischen Bereich, das ist ja so ein Zwischenraum. Also was macht da der Regisseur, was macht da der Dirigent, wie ist die Begleitung mit dem Cembalo, und wir hatten Cembalo und Cello bei der Veranstaltung. Und das war eigentlich auch wieder etwas, was ich in der Form noch nicht erlebt hatte. Das fand ich, von Anfang an merkte man ganz deutlich, dass Harnoncourt ein außerordentliches Interesse an der szenischen Umsetzung eines Stückes hat. Und er hat auch mit dem Regisseur eigentlich immer wahnsinnig hilfreich gearbeitet. Also er ist nicht jemand, es gibt ja auch den Typ, der kommt und sagt, das geht nicht, der Satz fiel nie. Sondern er sagte im Zweifelsfall, da ist ein Problem. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht oder so. Und was oft ja meistens die akustische Sache betraf, was hier halt glänzend war, das war dann bei der nächsten Produktion, die in Amsterdam war, nämlich Le Nozze di Figaro. Dazwischen war der Fidelio in Zürich. Das war eher wie soll ich das sagen, eine schwierige Situation, wozu keiner was konnte, weil dieser Fidelio in Zürich war ursprünglich mit einem anderen Regisseur geplant, mit Rudolf Nölte, der so lange gezögert hatte in der Entscheidung, wie er das Stück macht, also auch konkret in der Abgabe des Bühnenbildes, dass irgendwann der Intendant Alexander Pereira eigentlich sagen musste, ich kann es nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht hat Nölte auch dann selber abgesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall kam auf einmal aus Zürich ein Hilferuf an Jürgen Flimm, ob er nicht Fidelio machen kann. Und Jürgen Flimm sagte, ja natürlich, aber nur mit Marianne und mir, weil wir da eigentlich wirklich sehr eng gearbeitet haben in der Zeit. Dummerweise machten wir quasi zeitgleich die Frau ohne Schatten in Salzburg bei den Osterfischspielen mit Götz Friedrich und Sir Georg Scholti. Und eigentlich haben wir gesagt, wir können das gar nicht machen. Und dann, man glaubt es gar nicht, was Alexander Pereira für Tricks hatte, wie welches Flugzeug wann geht und überhaupt. Also es wurde irgendwie gemacht und getan, es kam auch raus, aber ich kann es von mir aus sagen, ich war über die Sache insofern nicht glücklich, weil einfach viel zu wenig Zeit war. Das Stück ist unheimlich kompliziert und es war irgendwie so, dass man sagte, ja, das finde ich eigentlich schade. Während die nächste Produktion, das war Le Nozze di Figaro, in Amsterdam dann wieder, war das Ganze selbstverständlich anders. Und da war das mit der Akustik etwas schwieriger, wie sich herausstellte, weil es im zweiten Akt ist die berühmte Geschichte, dass der Cherubino aus dem Fenster springt. Und da in diesem Zimmer gab es ein Bett und hinter dem Bett war das Fenster. Das heißt, um aus dem Fenster rauszuspringen, musste man quasi in das Bett und dann anschließend auf das Fensterbrett steigen und rausspringen. Jetzt war Nikolaus Harnoncourt aus gefühlten Gründen. However, ich konnte das persönlich nicht ganz nachvollziehen, aber es war für ihn ein Problem, dass für ihn das schon akustisch bestimmte Sachen, die auf dem Bett spielten,
etwas zu weit hinten war. Das heißt, dann kam der einfache Vorschlag, wir stellen das Bett nach vorne. Das würde aber heißen, dass ich das Ende des Bettes habe, ich habe ein Loch und irgendwie darüber muss der Cherubino springen, um auf einem Fensterbrett zu landen, was relativ schwierig ist. Und dann hatte ich also irgendwie stockte es, das war auch richtig eine Krise, eine kleine. Und dann hatte ich Gott sei Dank den Einfall, das hatte ich gefunden im Fundus zufälligerweise, so eine Art, so zwischen Kommode und so ein Teil, was man super hinstellen konnte. Da stand vielleicht eine Vase und eine Kerzenleuchter drauf. Auf jeden Fall konnte ich das gut integrieren, sodass wir dieses Problem gelöst haben. Und es war wirklich sehr beeindruckend, wie toll Nikolaus das dann fand, dass wir dieses, wie ich fand, sehr kleine Problem, aber eben doch, immerhin doch gelöst hatten. Das andere, was auch schwieriger war, dadurch, dass bei Figaro die ersten 3 Akte quasi im Zimmer spielten, das heißt, die ersten beiden waren in einer richtigen Holzkiste, die löste sich dann etwas auf in 3 und 4, weil der Wald, der Garten immer größer wurde. Am Anfang sah man den schon quasi durchs Fenster und am Ende hatte ich einen veritablen Herbstwald auf der Bühne. Das heißt, das war akustisch natürlich jetzt anders, weil es ein Horizont war, also eine hinten offene Bühne. Das ging aber trotzdem sehr gut, also weil ein großer Teil vorne auch noch überdacht war. Also insofern war das gut und das war auch eine sehr, fand ich, tolle Arbeit bei der ganzen Sache. Und da war auch etwas, was ich sehr eindrucksvoll immer an Harnoncourt fand, war die unheimliche Hilfestellung für den Regisseur, wenn der nicht weiter wusste, und zwar nicht mit theoretischen Einfällen, sondern manchmal auch sehr praktisch, fand ich das. Also insofern fand ich das immer eine ganz besonders eindrucksvolle Arbeit. Hat er sich eigentlich immer die Regisseure ausgesucht, weil es sind dann doch immer relativ starke Charaktere auch gewesen. Also soweit ich das weiß, das kann ich so nicht ganz genau sagen. Das, was für ihn, glaube ich, erstmal prägend war die Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Pournelle. Das hat der damalige Intendant, der ursprünglich in Köln war und dann nach Zürich ging, der Klaus Drese, hat quasi die beiden zusammengebracht. Und da glaube ich, dass da eine sehr große Übereinstimmung zwischen den beiden bestanden hat, was man deutlich an ihrem ersten fulminanten Projekt, also ich weiß, eventuell sind sie mit Idomeneo angefangen, dann kam aber das wirklich epochemachende Monteverdi-Projekt in Zürich, was Gott sei Dank nicht nur, also es gibt ja einmal die Schallplattenaufnahme und es gibt Gott sei Dank ein DVD von der Sache, es wurde damals also Gott sei Dank irgendwie aufgezeichnet und ich glaube, dass da etwas war, was sehr dem Verständnis von Theater und Oper für Harnoncourt, glaube ich, sehr wichtig war. Tragischerweise starb ja Pournelle infolge eines Bühnenunfalls. Der ist in den Orchestergraben gestürzt in Tel Aviv und war dann, glaube ich, nach 3 oder 4 Tagen ist er gestorben. Also wirklich eine tragische Geschichte, muss man sagen. Das heißt, da war eine riesige Lücke für ihn. Und das wurde dann natürlich durch verschiedene Regisseure sowohl in Zürich als auch an der Wiener Staatsoper erstmal so gefüllt. Und ich glaube, dass er da auch so ein bisschen erstmal geguckt hat. Das war für ihn, glaube ich, eine nicht ganz einfache Situation, weil ich finde, man muss ja grundsätzlich sagen, eine der ganz großen Schwierigkeiten im Theater ist ja als Künstler quasi ein Team zu finden. Also das ist als Bühnenbildner, wo finde ich den Regisseur, mit dem ich gut kann, umgekehrt, wo findet der Regisseur den Bühnenbildner, umgekehrt, wo finden wir die Kostümbildnerin, den Kostümbildner. Das ist bei der Oper ja noch um eine Person, und zwar eine besonders wichtige, erweitert, nämlich durch den Dirigenten. Und das überhaupt zu finden, ich sage jetzt mal ein Team, was quasi schlafwandlerisch miteinander kann. Das ist ja eigentlich das Ideal. Also was ist das Ideal einer Theaterinszenierung? Also es gibt einmal die Variante, dass man sagen kann, es gibt bildende Künstler, die auch Regie führen oder umgekehrt. Also wenn man nach dem Krieg nimmt, also die deutsche Theater- und Operngeschichte, ist es am Anfang Wieland Wagner, bei dem das so war. Später ist es eine Person gewesen wie Achim Freyer, der das in einer bestimmten Weise gemacht hat. Das war aber quasi Regie plus der visuelle Teil. Die Variante, dass ein Musiker
inszeniert gab es eigentlich nur mit Karajan nach dem Krieg, wobei es vor dem Krieg schon meiner Meinung nach Dirigenten gab, die sich ganz besonders für das Szenische eingesetzt haben. Das war zum Beispiel Otto Klemperer mit der Kroll-Oper in Berlin, wo quasi eine ganz neue Form des Denkens, wie man Oper, wie man Theater und Oper miteinander verbindet, macht. Das sind aber eher Ausnahmefälle meiner Meinung nach. Wie gesagt, es gibt Gott sei Dank auch heute noch eine Reihe von Dirigenten, die an der theatralischen Umsetzung interessiert sind, was sich auch dadurch äußert, dass sie Zeit genug mitbringen, bei einer Opernproduktion da zu sein und bei den Proben dabei sind und mitgucken und auch im Zweifelsfalle in der Lage sind, komplizierte musikalische Sachen zu lösen. Das ist dann schon sehr wichtig. Und was Harnoncourt anbelangt, glaube ich, war es ganz konkret ein Vorschlag vom Alexander Pereira. Es kann sein, weil Jürgen Flimm zu dem Zeitpunkt auch noch ganz wenig Oper gemacht hatte. Der kam ja vom Schauspiel, wie überhaupt ja eine große Erneuerung in der Oper durch die Schauspielregisseure gewesen ist. Und es kann sein, dass der Harnoncourt vielleicht auch sogar mal ein Stück von ihm gesehen hat. Das weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es aber auch einfach, war der Zufall und Alexander Pereira war der Ehestifter der ganzen Geschichte. Und so sind wir dann quasi auch in diesen Kontext gekommen. Ich habe wohl das ein oder andere Mal erlebt, dass sich Nikolaus Harnoncourt von den Inszenierungen verabschiedet hat. Also im Sinne von, dass er es einfach nicht gut fand und dann sich so verinnerlicht hat und sich sozusagen nur mehr mit seinem Ding irgendwie beschäftigt hat. Das gab es schon auch. Es war die letzte Zauberflöte, die er in Salzburg gemacht hat. Das fand er total grottig, was da oben stattfindet. War es auch. Ja, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Also wenn ich dazu was sagen darf, diese Zauberflöte war eigentlich anders geplant. Die Zauberflöte, das fand ich sehr interessant, war eigentlich geplant mit Peter Stein. Und wenn das stimmt, also ich kenne es nur als Hörensagen, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber es würde mir zu Peter Stein passen. Peter Stein hat nach verschiedenen Gesprächen mit Harnoncourt gesagt, also ich kann die Zauberflöte nicht mit Ihnen machen, weil Sie wissen ja alles über das Stück. Das sagt sehr viel über Peter Stein aus und sehr viel über Harnoncourt und das Denken. Also so blöde wie das kann man ja gar nicht sein. Also wenn man das Glück hat, jemand zu haben, der etwas über Zauberflöte weiß, das ist ja fast, als würde man den Stein der Weisen entdecken. Also ein Stück, von dem niemand weiß, wie es ist und jeder falsch macht. Es kommt nur darauf an, wie brillant man es falsch macht. Aber falsch machen wir es alle. Ganz sicher. Und es ist sicher eines der größten Geheimnisse, der größten Wunder überhaupt der gesamten Musikgeschichte ist die Zauberflöte. Das ist das Heiligtum als solches. Und irgendwie den Schlüssel hat keiner gefunden. Aber wie gesagt, wenn man es schon macht, und wir machen es unter Garantie falsch, wie kann man da so blöde sein, wenn man auf jemanden trifft, von dem man ganz vielleicht vermuten kann oder gar unterstellt, dass er weiß, wie es ist. Howsoever. Dann gab es, glaube ich, den Plan, dass der Tobias Moretti das machen konnte, der aber das dann zurückgeschreckt ist vor der Aufgabe oder vielleicht auch ein terminliches Problem war, das weiß ich nicht ganz genau. Und dann war irgendwann halt die Lösung, die es dann war, ja. Moretti, weil du noch Moretti ansprichst, mit Moretti hast du gemacht dann die Finta. Ja. Das war ja quasi wie eine Neuentdeckung als Oper, weil es wurde ja nie, kaum, selten gespielt. Wie waren da deine Erlebnisse mit? Also bei Finta, also es gibt ja Gott sei Dank, also wenn man das sieht, was Harnoncourt im Theater gemacht hat, gibt es ja eine ganze Anzahl von Stücken, die nie im normalen Repertoire gespielt worden sind. Dazu gehört unter anderem, also nicht nur der Monteverdi, was ja einfach richtig bahnbrechend war. Also es gab selbstverständlich schon Aufführungen, besonders von der Krönung der Popea, allerdings teilweise in nahezu, wie soll ich sagen, wagnerhaften Instrumentierungen, auch mit entsprechend großen Stimmen. Also ich glaube von John Vickers bis Corelli oder ich weiß nicht was, also vielleicht sind jetzt die Namen falsch, aber nur um zu sagen, dass es
große gestandene Opernsänger war, die diese Musik sang, was sicher nichts mit der ursprünglichen monteverdischen Musik in der Form zu tun hatte. Und das war ja erstmal eine ganz große Leistung, muss man sagen. Dann auch, was bei Harnoncourt, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ja die große Leistung war, sich speziell für Idomeneo einzusetzen. Idomeneo ist ja, soweit ich das weiß, war merkwürdigerweise schon auf Schallplatten öfter zu hören. Also das heißt, Dirigenten haben selbstverständlich die fantastische Musik erkannt und Gott sei Dank ist das aufgenommen worden. Und vielleicht eine Aufführungstradition gab es meiner Meinung nach am ehesten in England in Glyndebourne. Also es war nicht nur Fritz Busch, der das damals angefangen hat, noch während der Kriegszeit, sondern es ist auch später durch Pritchett mehrere Male verschiedene Inszenierungen in Glyndebourne gewesen, während im deutschsprachigen Raum gerade die Oper Idomeneo äußerst selten aufgeführt wurde. Sie wurde schon aufgeführt, aber gemessen erstmal an dem Ereignis, der diese Oper darstellt, und letztens an Mozart und kann man nur sagen, war das peripher, das war nicht sehr viel. Und dazu gehört natürlich so etwas wie Finta Giardiniera, was ganz selten aufgeführt wird. Die Stücke sind auch schwer, muss man sagen. Also wenn man La Finta Giardiniera hört, ist es ja unfassbar tolle Musik. Und gerade was die Ensembles anbelangt in Finta Giardiniera, sind das ja, also wenn man denkt, was das schon für Vorläufer für die größten Ensembles überhaupt, nämlich in Le Nozze di Figaro sind, dann ist das schon verblüffend. Also wenn man sieht, wie früh Mozart eigentlich versucht hat, schon quasi den Kanon, also Arie, Rezitativ zu durchbrechen, sondern relativ lange Musik an einem Stück komponiert hat. Also ich kann es nicht mehr ganz sagen, aber ich glaube, dass dieses wahnsinnig große Ensemble in Finta, ich glaube, 15 oder 16 Minuten dauert, was sicher zur damaligen Zeit riesig war und für Regisseure irrsinnig schwer ist, weil es natürlich gibt keine Handlung mehr. Es ist reine Musik von unfassbarer Schönheit und das ist sehr schwierig zu machen. Und ich finde persönlich, dass gerade Harnoncourt in diesen frühen Mozart-Opern ganz besonders Tolles geleistet hat, weil vorher gab es das nicht oder sie waren nicht so, was bei ihm ja immer war, mit Leben gefüllt. Also er hatte ja offensichtlich eine Fähigkeit, in den Stücken nicht das negative Moment zu sehen, was oft das schlechtere Libretto vielleicht war, sondern er hatte ja die Fähigkeit, das wirklich zum Leben zu erwecken und zwar auch zu einem dramatischen. Und das finde ich ganz besonders. Und deshalb war auch von seiner Seite war Finta eine ganz besonders tolle Arbeit, muss ich sagen. Weil du den Idomeneo angesprochen hast in Graz, da hat er ja mit seinem Sohn, mit dem Philipp Harnoncourt, quasi gemeinsam Regie gemacht. Er hat mir gegenüber mal den Satz gesagt, Regisseure stören mich meistens. Beim Idomeneo wollte er, glaube ich, auch nicht gestört werden. Also ich habe jetzt nicht so den 100%igen Eindruck, dass er sozusagen ein sehr mit der Regie auf der Bühne so immer eins geworden ist. Es war, glaube ich, er war da ziemlich ambivalent, was sein Gefühl betroffen hat. Wie war das beim Idomeneo, wie er mit seinem Sohn da Regie gemacht hat? Also das Erste würde ich, also was du gesagt hast, das würde ich vielleicht auch denken, dass er grundsätzlich mit den Regisseuren sich schwer getan hat, außer bei Ponnell, habe ich den Eindruck. Ich glaube, dass da, also erstmal darf man nicht unterschätzen, was das heißt für einen Dirigenten, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der die Partitur lesen konnte. Das ist sehr, sehr selten. Das heißt, da gab es eine Möglichkeit, auch sich über Musik noch anders zu verständigen, als das vielleicht ist bei einem Regisseur, der vom Schauspiel kommt, wo Harnoncourt oder der Dirigent sofort der Lehrmeister ist und erklärt. Und das war vielleicht mehr auf Augenhöhe, als man sich vorstellt. Ist aber eine Vermutung. Genau weiß ich das nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber ich kann mir das vorstellen, dass da etwas war, was seine Auffassung von Theater
und Oper sehr entsprach. Und alles andere, was dann kam, man muss ja immer sagen, wenn man sich in die Situation eines Dirigenten versetzt, dann ist ja der Umgang mit der Oper insofern anders, weil der Text ist sakrosankt. Also es gibt die Noten, die natürlich unterschiedlich interpretiert, also er muss sie entdecken und zum Leben erwecken, aber die Noten sind die Noten. Der Regisseur sagt, das spielt im Zimmer, warum spielt das im Zimmer? Bei mir spielt es im Garten, rums. So. Das heißt nicht, dass der Regisseur Unrecht hat, um Gottes Willen. Aber da ist der Spielraum ganz anders. Das heißt, und da ist die Schwierigkeit grundsätzlich ist das ja auch ein Problem oft bei Sängern, dass die Sänger plötzlich für sich feststellen, dass sie mit dem, was sie spielen, au contraire der Musik sind. Und manchmal Schwierigkeiten haben zu denken, aha, das könnte aber was sein, weil es auch sein kann, wenn ich die Szene anders erzähle als das, was er singt, erhöht sich sogar der Wert der Sache und das wird noch besser. Aber das ist sehr schwierig für jemanden, der es macht. Und ich glaube, dass da vielleicht grundsätzlich ist da ja vielleicht ein Problem oder ein vorgegebener Konflikt meiner Meinung nach. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch für ihn schwierig war, was das Stören anbelangt. Ich fand ja, als das Angebot kam, dass ich das machen sollte, war ich erstmal wirklich sehr beeindruckt und mich hat das also richtig geflasht, weil dass er so viel Vertrauen hat, dass er mich fragt, dass ich das Stück mache. Und dann war es so, am Anfang hatte ich eigentlich eher den Eindruck, dass er es alleine macht. Also als er angerufen hat und gefragt hat, war es so, wie klassischerweise ein Regisseur fragt. Und es war aber von Anfang an klar, dass der Sohn als Superassistent, sage ich jetzt mal, dabei war. Und das hat sich ein bisschen, glaube ich, erweitert innerhalb der Arbeit, weil vielleicht Harnoncourt auch festgestellt hat, das eine ist die Idee oder die Vision sogar von dem Stück, wie ich das erzählen möchte. Und das andere ist dann die Probleme der Umsetzung. Und ich glaube, er hat ja auch selber zu Recht gesagt, dass er da im Grunde ja keine Erfahrung hat. Nun ist es so, die Frage ist ja, das betrifft den Beruf des Regisseurs oder überhaupt eines Künstlers, vielleicht auch im Theater, dass ja manchmal die Qualität der Vision größer ist als das Handwerk. Daran glaube ich zutiefst. Und deshalb fand ich das auch unheimlich interessant. Und es gibt ja dann oft, finde ich, wenn es so Quereinsteiger ist, gibt es ja immer wieder Leute oder Künstler, die dann plötzlich was machen im Theater, was so ganz besonders ist und ganz anders ist und nicht den Theatergesetzen folgt. Also nichts gegen die Theatergesetze, vor allem nichts gegen das Handwerk, um Gottes Willen. Also ohne Handwerk keine Kunst, muss man auch sagen. Das ist schon ganz klar. Trotzdem, die Überbewertung von Handwerk, davon gibt es ja viele Zwerge im Theater, die hämmern und machen und tun und irgendwie ist es ja auch nur Bewegen um jeden Preis und im Grunde haben sie nicht den Kern. Also das, was man haben muss in einer Opernaufführung, dass man im szenischen Teil auf die Höhe der Musik kommt, ist ja äußerst selten zu sehen, für meinen Geschmack. Also es gibt viele Menschen, die das anders empfinden, bei mir ist das leider so. Und das finde ich, und da war ich auch ganz besonders gespannt drauf. Und jetzt kommen wir eigentlich vielleicht, ich hoffe, dass ich das noch gut hinbekomme, versuche zu beschreiben, wie der Vorgang der Zusammenarbeit war. Er war nicht so, dass er sagt, ich stelle mir vor, es gibt einen Palast, es gibt einen Strand und es gibt das oder das. Also ich sage jetzt mal Orte. Ich muss vielleicht einmal noch mal sagen, dass die Situation, wo das ganze Projekt stattfand, auch noch mal besonders war. Und zwar fand das Ganze ja in der Listhalle, wo die Sterriate im Sommer immer veranstaltet wird, in Graz statt. Das heißt, das Ganze ist eine relativ einfache Halle, die, was die Bühne anbelangt hat, im Grunde nur ein Podest ist mit der Raumhöhe.
Also es gibt keinen Schnürboden, es gibt keine Möglichkeit einer Versenkung, es gibt keine Seitenbühne, nichts. Die Bühne ist quasi so breit wie der Zuschauerraum. Es ist einfach wie eine Industriehalle und mit einem toll ansteigenden Parkett. Das heißt, alle Leute sehen gut. Und der Raum wurde, soweit ich das weiß, sehr speziell nach den akustischen Vorstellungen von Harnoncourt gebaut. Das heißt, das war schon mal optimal. Das andere war etwas, was mich persönlich erstmal sehr beschäftigt hat, ist, dass, wenn man so will, wenn man Idomeneo zum ersten Mal sich anschaut, ist es von der optischen Struktur eine reine Barockoper. Das heißt, es hat ständig Schauplatzwechsel, die natürlich im Barock durch Rauf- und Rundfahren von Suffiten und von Gassen passierte. Das heißt, diese Art von Verwandlung, die einen Großteil des Stückes ausmacht. Man muss ja immer denken, dass diese Opern auch einen großen Schauwert hatten. Also sei es das Seeungeheuer oder sei es ein Sturm oder so etwas. Also diese Effekte, die da drin sind erstmal in einer simplen Bretterbühne anders zu denken. Ganz klar, wie man das machen könnte. Das ist die eine Sache. Und dann finde ich, was zum Beispiel bei Idomeneo wahnsinnig interessant ist. Es gibt im zweiten Akt eine Stelle, das merken wir heute nicht mehr, wie interessant die eigentlich ist. Also das Bild im zweiten Akt am Anfang ist Zimmer im Königspalast. Und da tritt am Ende des Bildes die Elektra auf, hat eine Arie und dann geht die Musik weiter mit einem Marsch und anschließend singt Elektra weiter. Es hat aber ein Szenenwechsel stattgefunden. Bevor das Ende der Arie vor dem Marsch spielt im Zimmer, der Beginn der nächsten Arie nach dem Marsch spielt am Strand mit Schiffen. Und das Tolle ist bei Mozart, dass er das drüber komponiert hat. Also wenn Sie die Schallplatte hören oder wenn man die Musik hört, kriegt man das gar nicht mit. Das ist so, aber das konnte natürlich das Barocktheater ganz easy. Das machte wuff, 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 wuff und wir waren Sidonie Sponde. Also es war simpel. Wir waren in Sidonien oder Kidonia. Und das war eigentlich eine Sache, die kommt noch so hinzu. Jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen zu ausführlich erzählt. Das Tolle war dann bei der Begegnung von Harnoncourt es gab also verschiedene Treffen, sowohl in seiner Wohnung in Zürich als auch in seiner Wohnung in der Josefstadt in Wien, zusammen mit Alice und dem Philipp. Und das Schöne war, was für mich hilfreich war, dass er nicht gesagt hat, es spielt da und da und da, das macht einen ja eher zu als Bühnenbildner, sondern er hat eigentlich das Stück Szene für Szene erzählt. Und das war für mich erstmal sehr hilfreich, weil ich da also für mich war das ja, wie soll ich das sagen, die eine Schwierigkeit war das Theater als solches. Die andere Schwierigkeit war, wie bekomme ich raus, wo die Erzählweise hingeht oder der Wunsch ist. Und da muss ich sagen, war es so, dass ich dann, das mache ich ja eigentlich immer, ich kann mich wahnsinnig schwer formulieren, was ich eigentlich machen möchte, weil das Herstellen des Bildes muss man vielleicht vergleichen mit dem Malen eines Gemäldes. Also ich fange an, es gibt verschiedene Punkte, die assoziativ erstmal sind. Das hatte sich aus den Gesprächen ergeben. Und da ist einfach die Frage, wie man hinbekommt oder wie ich hinbekomme oder wie es sein könnte. Das heißt, ich habe ein Modell gebaut, und dann habe ich ihm das in Wien gezeigt und habe deutlich gemerkt, dass es nicht das war, was er sich vorgestellt hatte. Und zwar nicht, weil es nicht schön aussah, sondern irgendetwas war an der Sache, wo er irgendwie nicht genau, er hat es nicht formuliert. Er war wahnsinnig vorsichtig. Und wenn ich nicht gesagt hätte, also ich mache jetzt was anderes, weil für mich ist das ganz leicht, oder das heißt ganz leicht, ich mache lieber einen anderen Vorschlag, als dass man jetzt sagt, das ist es und man stellt einen Stuhl rein und dadurch wird es doch nicht besser. Und das Hauptproblem war, das habe ich da erst festgestellt eigentlich, während dieses Gespräches war,
dass er eigentlich Veränderungen braucht. Das, was ich gemacht hatte, war eine Setzung. Also es war eine, wenn ich das erzählen darf, der ganze Raum sollte einbezogen werden mit einem riesigen gemalten Meer, sodass man den Eindruck hatte, auch das Publikum sitzt im Meer. Man hatte den Eindruck, man ist an einem Strand und es gab eine relativ kleine Säule, auf der eine Figur als Neptun sein sollte. Also eine sehr reduzierte Fassung. Und das war eigentlich die Grundsetzung. Also ohne, dass man jetzt Veränderungen oder irgendwas machen sollte mit verschiedenen Lichtstimmungen. Und da hat sich herausgestellt, dass für ihn das schwierig war. Und da bin ich Gott sei Dank dann auf die Variante gekommen, nämlich, dass man etwas finden muss, was wahnsinnig leicht immer wieder neue Situationen macht, und zwar nicht Räume im Sinne von Zimmer, Küche, Kirche, sondern im Sinne von situativ, von Charakter einer Szene, was er auch so erzählt hat. Also das Interessante war, dass er nicht gesagt hat, Idomeneo ist das Stück von, sondern Idomeneo ist hier so, ist hier so, ist hier so. Also was auch toll ist an der Musik. Das heißt, er hat an der Musik, wenn man so will, entlang das Stück gedacht. Das heißt, die Nuance ist das Interessante oder das Detail ist das oder das Spezielle der Situation ist interessant. Dann kam hinzu, also bei dem Bühnenbild war dann eine Überlegung, also einmal, dass es eine riesige Setzung haben musste von Nettuno. Das war mir am Anfang nicht so klar. Das war für ihn ganz wichtig. Und das andere war, dass ich überlegt habe, wie kann man eigentlich nochmal eine Übersetzung dieser griechisch-archetypischen Welt machen, ohne dass man Säulen baut und den Raum festmacht. Weil ich hatte den Eindruck, dass das Stück oder wie er es erzählen möchte, etwas Fließendes, Leichtes, Übergangsmäßiges haben muss. Also es ist so wie Meer, so wie Wogen oder Einatmen, Ausatmen. So etwas hatte das in der Beschreibung für mich. So habe ich das empfunden und bin quasi auf die Idee gekommen, dass man eigentlich, wie soll ich das sagen, eine Ruine macht, ohne dass ich eine Ruine baue, sondern quasi wie die Bausteine einer Ruine Objekte entwerfe, die auf der einen Seite eben aber auch als Zeichnung griechische Säulen und griechische Architekturelemente hatten und auf der anderen Seite eine gemalte Natur wiederum, die nicht das Meer war. Das Meer wiederum war die dritte Komponente, die dargestellt wurde durch einen Himmel, der aus Malerei und Nebel bestand und eben ganz wichtig als das Ungeheuer, das heißt das tödliche Moment, was diese Insel bedroht und die Menschen bedroht, habe ich gedacht, es muss irgendetwas sein wie eine riesige schwarze Wolke, die auf einmal als Riesenungeheuer vor dem Dingens lagert. Das ist auch sehr schön realisiert worden, finde ich, in Graz damals. Und es hat sich herausgestellt, in dem ersten, also es gab 2 große Sitzungen über Bühnenbild. Die erste fand hier in Hamburg statt. Da war der Philipp Harnoncourt gekommen und hatte das angesehen und war wirklich sehr begeistert, muss man sagen. Und dann haben wir das einmal durchgespielt, das Stück so situativ. Und das Gleiche haben wir nochmal, das war wirklich am beeindruckendsten, also mit Nikolaus Harnoncourt in seinem Haus in Österreich. Und da haben wir das ganze Stück nochmal richtig durchgemacht und immer wieder nochmal neue Situationen gemacht. Und diese Situation, das war dann festgehalten, haben wir aber innerhalb der Arbeit in Graz nochmal verändert. Also da haben wir gesagt, ja, der Übergang ist dann zu aufwendig oder es ist viel interessanter, wir machen das oder da brauchen wir das nicht oder da brauchen wir noch mehr. Das heißt, es stellte sich heraus, dass also rein von der Hilfestellung für die Inszenierung, dass diese fahrbaren Wände unheimlich geholfen haben, um das zu erzählen, was er erzählen möchte. Man muss jetzt umgekehrt vielleicht ja auch noch mal sagen, was ich irgendwie vollkommen irre finde, dass er sich ausgerechnet ein Stück gewählt hat, was wahnsinnig schwierig zu machen ist. Nicht nur, weil es die größte Choroper Mozarts ist, plus der Idee, gut, das hat er nicht gemacht, aber was ja auch ganz besonders war, zu sagen, ich mache die Fassung mit dem Ballett. Also es war ja auch ein Glücksfall. Man kann heute in einem normalen Stadttheater, kriegt man das gar nicht hin, weil auch das Stadttheater, dadurch, dass die Ballettabteilungen immer getrennt sind, wäre es ein Riesenaufwand. Und wenn man denkt, dass Graz das hat auch finanziell möglich gemacht, ein
First-Class-Ballett nach Graz zu holen, um das wirklich in der Form, wie Mozart das gedacht hat und Harnoncourt das unbedingt realisieren wollte, zu machen, fand ich das ganz toll, muss ich sagen. Und aber jetzt von Harnoncourt aus gesehen, wenn man denkt, als Regisseur erstmal einen so komplizierten Stoff, der irgendwo in der Antike angesiedelt ist, aber natürlich im Kern etwas ist, nämlich das Verhältnis auch irgendwann zwischen Vater und Sohn, die Übergabe eines Staates letzten Endes und die Schuld eines Herrschers, sind Themen, die es immer gibt. Aber die sind halt in dieser Form der fast griechischen Tragödie, die aber Harnoncourt hat das ja gesagt, dass er eigentlich meint, dass die Oper im Grunde eine französische Oper ist, was sicher die Form anbelangt. Bei der Form wollte ich noch sagen, ich finde ja sehr im Vergleich, wenn man das sich anschaut, Pournelle optisch und als Regisseur im Verhältnis zu dem, was Harnoncourt oder wir dann da gemacht haben, ist, dass der Pournelle sich für die barocke Form interessiert hat. Nicht nur in den Kostümen, die haben vielmehr etwas mit der Uraufführung zu tun, nämlich mit einer barocken, stilisierten Kleidung und auch die Sänger der Haltung, die Haltung der Sänger, Entschuldigung. Also die Haltung der Sänger war auch so. Es war, wenn man Fotos sieht, es gibt das später nochmal riesig aufgeblasen an der Met, da ist es noch anders. Da merkt man aber deutlich, dass da ein ganz anderes Interesse war, auch an einer historischen Theaterform. Das hat Harnoncourt überhaupt nicht interessiert. Harnoncourt hat eigentlich das Stück vollkommen modern gesehen, was jetzt in den Kostümen nicht so war. Die waren ja so eher umspielend eine Historie. Außer zum Beispiel, das war ja auch interessant, dass die Figur der Elektra immer moderner und auch deutlich boulevardhafter wurde. Das war zum Beispiel eine Lesart, die ich persönlich überhaupt nicht geteilt habe, aber das war ganz egal. Aber das fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass er quasi im Gegensatz zu seiner Arbeit, der er sich ja mit der Historie, also wenn man denkt, ein Mensch, der sein Leben lang wirklich geforscht hat, in dem Moment, wenn er inszeniert, vollkommen frei denkt. Das fand ich einen sehr interessanten Vorgang. Dann wollte ich noch sagen, so nebenbei, was ich auch toll fand, war, dass er hat eine Donnermaschine bauen lassen, eine historische. Also das muss man sich vorstellen. Im Grunde ist es eine Wippe, das heißt, es war so ein Dreieck und es war ein riesiger Kasten, also hier 6-mal so lang wie das Ding, gefüllt mit irgendwelchen Flusssteinen. Und wenn man das so machte, bum, 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 dann donnert es so runter und so. Das war sehr beeindruckend, um das zu machen. Und das andere war auch interessant. Er hat ja bei dem Ende der Elektra, in der Fassung hat sie nicht die große Arie gesungen, sondern er suchte für sie wirklich einen dramatischen Schluss. Und hat etwas, das fand ich auch toll, weil es irgendwas, wie soll ich das sagen, auch Naives war, als Vorstellung zu sagen, die muss springen, die springt von irgendwas runter. Und das heißt, die Sängerin war sehr mutig, die Eva May, die nicht die Rolle sehr schön gesungen hat, sondern wirklich, muss ich sagen, das war ganz großartig. Die lief in den Zuschauerraum bis zu einem bestimmten Punkt und stürzte von da oben, es war so ein kleines Gerüst, wirklich runter. Dafür gab es einen Spezialisten, der hat das mit ihr geübt. Aber es war so eine Sache, kann ich nur sagen, da muss man mutig sein, weil man muss wirklich in dem Moment springen und ganz genau wissen und das üben. Und das war am Anfang auch wie jeder Mensch, der nicht eine tödliche Neigung zum Springen von Türmen hat, war das irgendwie eine tolle Sache. Aber das fand ich auch vielleicht auch ein Beispiel vielleicht für die szenische Fantasie. Also dass dieses Besondere, was Harnoncourt hatte, nämlich einen quasi historischen, fast eher zum Tod neigenden, also Tod im Sinne von, wie soll ich das sagen, das Textbuch von Idomeneo ist nicht so toll wie das Textbuch von Da Ponte. Ganz einfach. Es ist irgendwie aus einer klassischen Tradition gedacht. Das heißt, das muss man mehr noch zum Leben erwecken. Und da sind dann diese Einfälle gewesen. Das fand ich sehr interessant. Auch wie er vorher die Elektra gemacht hat, also mithin zu einem nahezu boulevardesken Hut. Wie gesagt, da habe ich auch nichts gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es ja so, dass ich auch ein bisschen meckere und sage, dass vielleicht sollte man das mal anders denken. Ich habe überhaupt nichts gesagt, weil ich unheimlich wichtig fand, dass er nur das realisiert. Ich habe alles versucht,
überhaupt zu machen, dass es so ist, wie er es möchte. Das fand ich wichtig, wenn jemand das so macht und so. Und ich hoffe, dass er sich nicht selber gestört hat. Das gehe ich mal davon aus und hoffe, das habe ich ihn aber leider nicht gefragt und war dann so. Und die Arbeit vom Philipp war, dass er zum Beispiel dann teilweise auch also es gab immerhin einmal eine Beleuchtungsprobe, wo Nicolas Harnoncourt mit mir beleuchtet hat. Das war aber natürlich, weil das ja eine sehr kleinteilige und mühsame Arbeit ist, irgendwann auch zu viel. Man muss ja auch immer wieder sagen, man darf ja nicht vergessen, der szenische Teil ist riesig und dann kommt der musikalische Teil, der bei diesem Stück noch riesiger ist und schwieriger. Und man muss ja auch sagen, dass er ja irgendwann nur damit beschäftigt sein muss und vor allem in der Intensität, wie er das arbeitet, wäre gar nicht möglich gewesen, dass er mit einem normalen Blick die Endproben sich anschauen kann. Das ist gar nicht möglich gewesen. Insofern war ja auch die Entscheidung, dass der Philipp dabei war, ganz toll, der das auch alles in seinem Sinne dann in Graz gemacht hat. Das war eigentlich sehr, sehr interessant und wirklich sehr toll auch integriert in diese ganze Sache war das Ballett. Das war auch, fand ich eigentlich eine sehr besondere Sache und also ich könnte mir vorstellen, dass das dann Gott sei Dank doch so war, dass es so ist. Und ich meine, umgekehrt muss man ja sagen, im Endeffekt hast du seinen Traum, dass gar kein Regisseur ihn stört, letztens realisiert in den 3 Ponte-Opern, die dann im Theater an der Wien stattfanden, wo das ja auf einem so minimalistischen Grad war und vollkommen in seinem Sinne war. Und wobei ich das interessant finde unter dem Aspekt, weil ich deutlich das Empfinden hatte, dass ihn das Theater interessiert. Also ich glaube nicht, dass er glücklich gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, am Endeffekt, man macht es nur noch konzertant. Oder am Ende seines Lebens, weil er so enttäuscht war von den Regisseuren oder der Zusammenarbeit. Maybe. Es ist aber auch, ich glaube, ich habe es schon gesagt, möglicherweise wiederhole ich mich jetzt, aber dieses Finden von einem gleichgesinnten Partner ist sicher das größte Problem im Leben von uns letztens Teamworkern am Theater. Und das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und da kann auch sein, dass er das Unglück hatte durch den Tod von Brunel, dass da eine wirklich ganz optimale Zusammenarbeit möglicherweise durch den frühen Tod leider beendet wurde. Er hat mir mal gesagt, er findet den Idomeneo als die perfekteste Oper, die es von Mozart gibt. Er fand sie immer exemplarisch, weil er der Meinung, also mir gegenüber gesagt hat, da ist einfach alles verarbeitet, was dieses damals noch sehr junge Talent einfach konnte. Und er hat das hingerotzt in kurzer Zeit, um der Welt irgendwie zu zeigen, seht her, da bin ich. Ich glaube, das hat ihn, also er fand das so das Interessanteste, glaube ich. Deswegen wollte das auch unbedingt machen. In deiner Zusammenarbeit war es wohl die Zusammenarbeit, wo du mit ihm am intensivsten gearbeitet hast, weil du ja quasi der Regisseur nicht dazwischen Richtig, war. das ist gar keine Frage, weil normalerweise, man muss sowieso sagen, es war schon besonders, wie er sich für die Arbeit, die ich gemacht habe und die Arbeit, die Marianne, also die Kostüme gemacht hat, interessiert hat. Das war schon sehr besonders. Das war auch sehr interessant bei dem Projekt Krönung der Popper, was eine sehr, sehr schwierige Entstehungsgeschichte hatte. Also es war der Plan, bei den Salzburger Festspielen die Krönung der Popper zu machen und es gab ein Treffen im Haus von Harnoncourt mit Jürgen Flimm, Marianne, später auch der Eva Maria Wieser noch von den Festspielen, weil es da auch teilweise um Castingfragen ging. Und der Mautier hatte sich ja gewünscht, dass das ganze Projekt im großen Festspielhaus stattfand. Es spielte der Concentus und da tauchte relativ früh von Seiten von Harnoncourt ein extrem starkes Bedenken gegen das große Festspielhaus auf. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob das geht, ob das nicht das falsche Haus ist, ob das zu groß ist. Und es gab absolut den Punkt, wo man dachte, es findet überhaupt nicht statt. Und wie das so ist, manchmal ist ja vielleicht dann so ein äußeres Moment, ein kleiner Rettungsanker. Und ich habe während dieser Krise auf einmal den Einfall gehabt,
zu sagen, was wäre denn, wenn man erstmal nicht die klassische Trennung zwischen Orchestergraben und Bühne hat, sondern wenn ich eine Bühne überlege, wo das Orchester eingebaut ist, wo das Orchester hoch ist, das ist ja für ihn sehr wichtig, und man quasi, wie soll ich das sagen, wenn Leonardo da Vinci einen fantastischen Konzertsaal aus Holz gebaut hätte, dass das irgendwie das wäre. War Gott sei Dank eine allgemeine Begeisterung, das löste das irgendwie. Ich wusste noch gar nicht, wie es geht. Also es war irgendwie so als Bonbon in die Luft geschossen. Ich wusste noch nicht, wie das Ganze vielleicht funktionieren könnte. Gott sei Dank war auch der Regisseur Flim vollkommen begeistert. Und dann fand ich auch ganz toll, dass Harnoncourt mir eine Orchesteraufstellung dann aufgezeichnet hatte, damit ich überhaupt wusste, wie viele Instrumente das quasi sind und kann man vielleicht sogar da durchgehen, also kann man im Orchester spielen und so weiter. Also auch eine interessante Theaterform zu machen. Dann habe ich einen ganzen Sommer, also die ganzen Theaterferien im Sommer, ein Modell gebaut mit meinem Assistenten, was wirklich interessant war. Und dann kam der Regisseur zurück, Jürgen Flim, und guckte sich das an und fand das toll und sagte, ja, und wo sind jetzt die Verwandlungen? Ich sage, es kann in einem Konzertsaal irgendwann keine Verwandlungen mehr geben. Das heißt, der Regisseur Jürgen Flim konnte auf einmal mit der Sache nichts mehr anfangen. So, das heißt, es gab dieses wirklich tolle Modell und war nicht. Und dann ja, was ist zu tun? Da habe ich gesagt, weißt du, dann musst du das irgendwie noch mal mit Harnoncourt klären, weil, also, ich sag, wenn wir die andere Variante machen, ich kann ja eine Bühne bauen, dann das Einzige, was ich als Erfindung anbieten kann, das ist jetzt nicht weltweit, aber ich kann natürlich um quasi das Orchester herum einen Steg bauen, eine Passarelle, damit man das Orchester einbauen kann, auch höher setzen kann. Ich kann auch die Bühne höher bauen und vielleicht hilft das. Ja. Man weiß ja, wie das so ist, dieses Gequackel. Und dann habe ich das gebaut und das fand es, Gott sei Dank fand auch eine Bauprobe, das war auch sehr wichtig mit Harnoncourt, wo ich noch mal etwas gemacht habe, dass ich nämlich noch mal den Fußboden noch hab schräger bauen lassen, also dass das nicht nur optisch, sondern auch akustisch besser war. Und da hatte man Gott sei Dank dann doch eine Lösung gefunden, mit der Harnoncourt gut leben konnte, weil er das wohl akustisch und optisch sehr gut fand. Dann gab es aber immerhin trotzdem, also nur um das nochmal zu sagen mit der Akustik, einen Moment, der nicht ganz undramatisch war. Und zwar hatte ich ursprünglich die Vorstellung, dass der ganze Fußboden eigentlich so aussehen sollte wie das sogenannte Hirnholz. Also es gibt diese berühmten Hirnholzfußböden, die man teilweise in Bauernhöfen hat oder sowas. Das heißt, das sind immer die Kopfstücke von Holz. So sieht aus wie wenn man will, ein Kopfsteinpflaster aus Holz. Das fand ich toll, weil das so wie ein Holzmosaik, aber irgendwie auch noch wie Leonardo war. Und dann haben wir lange überlegt, wie man das macht. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass man das aus kleinen Stücken aus Kork macht. Also das sah genauso aus, hatte diese verschiedenen Strukturen. Und dann fand Nikolaus, der es angefasst hat, also Nikolaus klopfte manchmal auch die Wände ab und klopfte auch den Fußboden und war entsetzt und sagte, das klingt nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir 3 oder 4 Lacke nach und nach aufgetragen, sodass der nochmal quasi versiegelt war, ohne dass sich die Struktur und alles veränderte. Und dann war er wahnsinnig glücklich. Also es war wirklich, muss man sagen, es ist da alles gelungen. Und es war auch, fand ich auch von ihm, also da war auch die ganze Produktion, auch von seinem Einfluss auf die Sache wirklich ganz besonders toll und befriedigend, ja. Mhm. Wie fandest du ihn denn als Operndirigent eigentlich? Also ich finde, dass Harnoncourt zu den Leuten gehört, die eben eine Sonderstellung sind wie sage ich das, im Theater. Als Operndirigent war er nämlich insofern besonders, dass er nie eine Repertoireaufführung in dem Sinne dirigiert hat. Also es gibt ja Dirigenten, die dirigieren mehr die Premieren und
dann ist das Repertoire und dann ist das so gut oder so. Bei ihm hatte man immer den Eindruck, also wir haben, ich glaube, die 300. Vorstellung von Entführung aus dem Serail zum Beispiel in Zürich gehört und man denkt, es ist die Premiere. Also die Intensität, insofern war er sehr besonders, die Intensität, die von ihm ausging. Also er war ja absolut das Zentrum. Oft stand er ja auch etwas höher noch und das Orchester war ja auch immer hochgefahren. Das fand ich war eine Sache, die ihn erstmal rausholte aus den meisten Dirigenten so. Also es gibt heute selbstverständlich nicht, dass das so klingt, dass jetzt tolle Dirigenten schlechtes Repertoire dirigieren, aber insgesamt diese Strahlkraft, die von ihm ausging, das fand ich eigentlich immer etwas sehr, sehr, sehr Besonderes in der Art. Und das andere muss man sagen, dadurch, dass ich das so fand, vielleicht stimmt es gar nicht, aber dadurch, dass er ja für mich die Musik immer sehr szenisch gedacht hat. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er oft sehr auch vom Wort ausging und das in Einklang brachte mit der Musik oder umgekehrt und dass dadurch die Impulse, wie er das dachte, manchmal auch so waren, dass für ihn ja, kann man ja generell sagen, der Ausdruck wichtiger war letzten Endes als eine schön gesungene Phrase. Es gab ja Sachen, und je älter er wurde, glaube ich, ist das noch deutlicher geworden, bis hin sogar zu einer, wenn man jetzt mal denkt, gut, das springt jetzt schon sehr, aber in der Behandlung der Rezitative, die fast ins Sprechen übergehen, das heißt, wo er immer weiter den Ausdruck präferiert hat, auch, dass mancher Sänger oder Sänger teilweise immer leiser singen mussten oder auch, sag ich mal, in einem klassischen Sinne weniger schön gesungen haben. Und Ausdruck war eigentlich das Wichtigste für ihn. Also bei dem Fidelio war es sehr tragisch, dass der ursprüngliche Sänger des Florestan in großen stimmlichen Problemen war und die Rolle nicht singen konnte. Und es war ganz schwierig, jemanden zu finden. Und es gab einen Ersatz vom Haus, das war der Peter Stracker, der das gesungen hat. Und da war er so froh, dass Stracker das quasi mit so viel Ausdruck, also die Stimmschönheit oder die Qualität, also wir würden vielleicht so sagen, es war vielleicht nicht die Plattenaufnahme von Gott, welch dunkel hier, im Sinne von Harnoncourt. Er war ganz besonders glücklich mit ihm, weil er ihn auch in diese Form von Ausdruck und Exaltation richtig getrieben hat, was er richtig fand für diese Situation von Florestan. Überhaupt war das Opernhaus Zürich ja enorm wichtig für ihn, weil ja zuerst Drese und dann auch sicher Pereira ihm das ermöglicht hat, was er sonst auf der Welt nirgendwo bekommen hat. Ja, und er hatte dann auch den Stamm seiner Sänger, also von der Gruberower bis, das muss man ja auch sagen, was ja auch toll war, dass ich fand auch interessant, ich habe einen Giovanni gehört, das war zum Beispiel auch, das hätte ich nie geglaubt, dass er so etwas macht. Es war Giovanni von Ponell und es war ohne das Schlusssextett, weil Ponell das nicht wollte. Es gibt möglicherweise eine Variante, die Mozart auch hatte. Das kann ich jetzt nicht sagen. Man ist ja ein bisschen geschockt, wenn man in Giovanni ist und es hört mit es kommt kein Questelfin am Ende, sondern Ende, Höllenfahrt, Schluss, aus. Und aber dass er das dann auch gemacht hat, also im Sinne, deshalb glaube ich, dass diese Verständigung mit Ponell sehr groß war, sonst macht man das eigentlich nicht. Sonst würde man sagen, Moment mal, also beim Mozart steht. Wenn du ein Bühnenbild gemacht hast, wo du gewusst hast, dass der Nikolaus Harnoncourt es dirigieren wird, hast du auch im Sinne von Nikolaus mitgedacht eigentlich? Nein, eigentlich nicht, das kann man gar nicht. Also ich kann das nicht. Ich denke mit niemand. Also ich denke im besten Fall höchstens noch mit mir, wenn ich was mache. Aber das geht gar nicht. Also ich glaube, dass das so ist, dass der Arbeitsprozess so ist, dass man sich selbstverständlich mit dem Stück beschäftigt, was bei Oper insofern toller ist, weil es einem immer noch mehr hilft. Das Schauspiel hat ja viel mehr Möglichkeiten. Also auch wenn es ein anderer Dirigent ist als möglicherweise die Plattenaufnahme oder die Plattenaufnahmen, die man hat, ist es aber so, dass das eigentlich ja immer der Anker ist, an dem man sich halten kann. Man kann es hören und kann das damit arbeiten und machen. Das heißt, in der Arbeit kann man nicht sagen, man kann hinterher, aber in einer ganz späten Phase denken, okay, ist das auch gut, könnte das auch für ihn passen? Sonst ist das meiner Meinung nach, es reicht schon, dass man sich mit dem Regisseur verständigt. Die musikalische Bildung durch Harnoncourt, hat dich das beeinflusst? Hat dich das zu neuen
Dingen, zu neuen Überlegungen gebracht? Seine Interpretationen, sein... Ja, ich würde mal so sagen, also das, was als ich als junger Mensch angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, gab es in einer bestimmten Lebensphase immer nur die eine Aufnahme. Also es war der oder der oder der und alle anderen mochte ich nicht. So. Und irgendwann hat sich das geändert, indem ich festgestellt habe, naja, Klemperer ist toll, Scholte ist toll, da ist vielleicht auch Karajan toll. Und irgendwann kam Han und Co. dazu. Und dann ist Welser-Mest toll und es ist der toll und Abado toll und Dochnani toll. Also es ist irgendwann, hat sich das, wenn man so will, in meinem Rezeptionsverhalten, habe ich gemerkt, dass es nicht nur eine Lesart von dem Stück in großer Qualität gibt. Es gibt immer noch ein paar Stücke, die ich unverwechselbar mit dem einen oder dem anderen Dirigenten für immer vielleicht verbinde. Das ist aber dann persönlich auch so mit bestimmten Sängern, ist das ganz genauso. Und, aber trotzdem finde ich grundsätzlich, dass eigentlich alle meine Begegnungen in meinem Leben, wo ich das Glück hatte, ich hatte ja wahnsinnig Glück, also das ist ja wirklich witzig gewesen, an dem Tag, an dem ich am Vormittag oder 12, halb eins war das, den Han und Kurs, das Modell von Cosi van Tutte, gezeigt habe, bin ich am Abend nach Wien geflogen, um Sir Georg Scholti im Sacher zu treffen, weil es da um die Zauberflöte ging. Also das war aufregend. Das heißt, ich habe eigentlich immer da ich das Glück hatte, und sei es auch noch Dochnani und Welser-Möst, dass man eigentlich immer versucht hat, so viel wie möglich natürlich mitzubekommen von allen Dirigenten. Das ist ja ganz klar. Also wenn man nicht aufhört, sich für etwas zu interessieren oder zu lernen, wobei das Lernen empfinde ich für mich komisch, weil ich bin Laie, ich erlebe es ja. Und da gibt es einfach viele große Erlebnisse mit der Musik, mit der Musik, mit der Musik. Wir haben schon über Moretti gesprochen, auch über Brunel. Dann gab es ja noch den Jürgen Flimm, haben wir auch schon. Dann gab es noch den Martin Kuschel, der... Bei Genoveva, ich kann mich erinnern, dass ich ganz besonders, irgendwann war das, ich glaube auf dem Flughafen in Wien, die Han und Kurs getroffen hatte und ich hatte gerade gehört eine Plattenaufnahme von Genoveva und war vollkommen begeistert so von dem Stück und erzählte das so. Und dann stellte sich raus, dass das eines der Herzensstücke von Han und Kur war und er dann irgendwann auch sagte, er würde es wahnsinnig gerne machen, aber eben auch eine Konstellation finden und so. Und dann hat er letzten Endes der Sache ja dann auch zugestimmt, Genoveva mit Martin zu machen. Ich glaube, dass das schon nach Clemenza und Giovanni war. Und das heißt, also da hatte er auch genügend Vertrauen, dass das jetzt, weil er, glaube ich, da zögerlich war. Ich glaube, das hätte er nicht mit dem oder dem oder dem Regisseur gemacht. Also da zutrauen. Das war auch wirklich eine besonders tolle Arbeit auch von ihm, weil das natürlich auch eben zu diesen unentdeckten Stücken gehört. Und da hat er auch ganz besonders darauf hingewiesen, wenn ich das richtig erinnere, wie viel, normalerweise sagt man, der Text ist so schlecht eigentlich. Und er war ganz anderer Meinung. Er sagt, das ist ein interessanter Text, ein guter Text. Und durch die Aufführung hatte man noch nicht den Eindruck. Nun war es aber auch erlöst von dem, wenn man das Stück so liest, denkt man, es ist so märchenhaft und so romantisch, bilderbuchmäßig, dass es schwierig ist im Theater. Und das hat er eigentlich, wie ich finde, toll gemacht. Das ist gar keine Frage. Alice und Nikolaus, wie hast du die beiden eigentlich privat erlebt? Gab es das? Weil das ja, ist also nicht privat so. eigentlich, die größte Zeit privat gab es in der Idomeneo-Zeit. Da war es ja so, dass man zwischen den Proben nicht so viel Zeit hatte und man aß oft zusammen, was ganz toll war. Also es war lustig, weil hinter der Bühne war noch ein Teil Halle und in der Halle waren dann so kleine Tische wie ein Restaurant und da saß man. Ich saß immer, fast immer mit den Han und Kurs zusammen und dann hat man entweder über die Probe gesprochen oder manchmal auch ein paar Anekdoten und das war also von beiden, fand ich, war es immer ein außerordentlich freundliches, herzliches Verhältnis. Ich fand auch die wenigen Male, die ich zu Gast war da im Hause von Alice Han und Co., fand ich das nahezu rührend. Sie hatte extra für mich, weil ich ja aus Hamburg komme, rote Grütze gemacht. Also das war wirklich irrsinnig
nett und warmherzig fand ich die beiden und beides auch privat unendlich tolle Persönlichkeiten. Also auch gerade Alice, wenn man mal denkt, was sie geleistet hat im Leben. Also irgendwie organisierte sie die Familie, das ganze Leben um Nikolaus herum, der ja irgendwie mit dem ganzen Alltag nichts zu tun hatte. Das war ja auch so, er war ja vollkommen versunken. Also da ist es auch sehr besonders gewesen, wie stark er quasi in diesen Musikwelten lebte und sie hat das alles ihm abgenommen und, das darf man ja nicht vergessen, sie war ja eine wunderbare Musikerin, die das auch bis zuletzt gemacht hat und im Orchester mitgespielt hat und so. Also das war schon eine ganz, ganz, ganz besondere Frau. Also die steht natürlich ein bisschen im Schatten, weil er so war, aber die beiden zusammen, finde ich, waren eine seltene Kombination. Gibt es so etwas also in einer künstlerischen Freundschaft, kann man ja sagen, dass man sozusagen dass man auch geprägt wird? Also gibt es da eine Art von Prägung? Ich bin davon überzeugt, dass man immer geprägt wird. Also ich glaube, wenn man nicht blöde ist und kein Schwamm ist, also irgendwie bin ich ja ein Schwamm. So, und ich glaube, dass man alles aufnimmt. Und wenn man dafür kein Sensorium hat oder das nicht interessant wird, also ich glaube, ob ich das jetzt bewusst erlebe oder unbewusst, das kann ich im Moment gar nicht sagen. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin natürlich davon überzeugt, weil also sei es vom Arbeitsethos bis hin zu den künstlerischen Aussagen, glaube ich ganz sicher, dass einen das unheimlich beeinflusst und prägt und mich besser macht. Also in meinem Leben kann ich sagen, außer Marianne haben mich Herr Scholti und der Harnoncourt und Herr Welser-Möst und Herr Dohnányi weitergebracht, möglicherweise, als alle Regisseure, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Das würde ich vielleicht denken. Das ist ja auch eine Sache, die ich sehr wichtig finde in der Betrachtung der Theatergeschichte nach dem Krieg, ist ja irgendwie immer, dass man denkt, die Regisseure haben die Oper weitergebracht. Ich glaube, dass die Dirigenten teilweise viel mehr gemacht haben, weil dadurch, dass sie die Stücke wieder neu gesehen haben, gehört haben und man auf einmal gemerkt hat, was das ist. Also gerade im Falle von Harnoncourt im Bereich der ganz frühen Mozart-Opern oder der Monteverdi oder was auch immer. Es sind ja immer solche Sachen gewesen, die da gekommen sind und wo man gesagt hat, aha, da ist es ganz neu. Oder wie Scholti auf einmal eine ganz andere Sicht vom Ring des Nibelungen gemacht hat. Mich wundert heute noch, dass der so erfolgreich ist, weil der so absolut gegen alles andere ist, was vielleicht heute ein Großteil der Wagnerianer, angeführt durch den Dirigenten Christian Thielemann, mögen. Das ist deutlich au contraire. Und auf einmal hört man, dass möglicherweise Richard Wagner viel moderner war als die etwas anders gelagerte, deutlich auf emotionale Effekte zielende Interpretation von Herrn Thielemann. Ich danke dir vielmals für das wunderbare Gespräch. Dankeschön.